So, es ist jetzt ungefähr 7:45. Wir fahren beim Hotel los. Schon ein bisschen früher, weil wir in 30 Kilometern in Treuchtlingen unseren Corona-Test um 10 Uhr haben. Das heißt, jetzt haben wir circa 31 Kilometer in 2 Stunden zu schaffen und frühstücken wollen wir auch noch. Ja. Das Wetter ist noch regnerisch, aber im Laufe des Tages soll es besser werden. Hier ist Badestrand mit DLRG Rettungsschwimmer. Warte. Ja. Diesmal kann ich ja eigenständig. Ja. Ich habe nämlich Handschuhe. Gunzenhausen Zentrum. Das sieht stark nach einem Bäcker mit Kaffee aus. Gut. Perfekt. Geil. So, und ihr seht heute Morgen, der Mario hat das ganze Regen oder fast das ganze Regenequipment an. Er trägt die Regenhose, die Regenjacke, die Überzieher für die Schuhe hat er jetzt noch mal ausgelassen. Ja. Aber das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich die Regenhose wirklich längere Zeit anhabe. Ja. Echt okay. Also wird nicht feucht. Sorry. Kamera immer weiter gerade halten. Ja, ich bin gerade erschrocken, because of the dog, der uns angehüpft kam. Hier ist der erste FC AHA 1976 e.V. Anne hat noch keine Regensachen an? Ja, die Regenjacke habe ich. Ja, stimmt, okay. Ja, aber keine Hose. Und ich bin auch heute Morgen so überrascht, wie viele Schichten man beim Fahrradfahren anziehen kann und Ja. es einem trotzdem nicht zu warm wird. Ja. Hattest du eigentlich schon mal die Regenhose jetzt wirklich an? Nein, die hatte ich noch nicht an. Ja. Schon mehr als ein Jahr im Besitz, ne? Ja. Bisher noch nicht gebraucht. Ja, doch einmal hätten wir es gebraucht, sie aber nicht einfach- angezogen. Da haben wir sie ja irgendwie, warum auch immer, nicht angezogen. Also wenn man uns so anschaut, dann können wir meinen, die Sonne kommt raus, oder? Das ist unsere heutige Route. Wir fahren vom Altmühlsee bis zum Campingplatz in Kipfenberg. Das sind dann ca. 105 Kilometer. Und über mein Komoot-Profil in der Videobeschreibung könnt ihr auf die Strecke zugreifen.
Ja, Anne meinte gerade mal in meinen Windschatten fahren zu müssen und jetzt sieht es so aus, gesprenkelt. Ein Dalmatiner inverted. So, jetzt ist hier wohl die Therme offensichtlich. Es ist 9:56 Uhr, das ist doch Punktlandung. Jetzt würde ich mal vermuten, dass es hier drin ist. Altmühl, Vital, Treuchtlingen, perfekt. Mein Test ist jetzt schon gemacht worden. Ich war zuerst drin, Anne ist jetzt drin. Die hat so lange auf die Räder aufgepasst. Ja, und die sehen jetzt mittlerweile schon ziemlich eingesuhlt aus. Ziemlich schlammig. Ja, wir wussten schon, warum wir die Räder nicht vor der Tour geputzt haben. Wir fahren jetzt weiter. Wir sind beide getestet. Die Ergebnisse bekommen wir jetzt in den nächsten Minuten per Mail. Es ist 10:23 Uhr und wir haben noch 73 Kilometer jetzt vor uns. Es sind also 105 circa insgesamt. Und es hat ganz schön gekitzelt in der Nase. Junge, Junge. Was meinst du? Es hat ganz schön gekitzelt in der Nase. Es hat ganz arg gekitzelt in der Nase. Ja. Ich habe den Eindruck, dass nach den ersten Kilometern, die eher trist waren, jetzt nach Treuchtlingen es richtig schön wird. Ich habe jetzt gerade das Testergebnis bekommen. Ich bin negativ. Bei Anne schauen wir noch mal, aber die ist ja sowieso schon doppelt geimpft. Da rechnen wir jetzt mal nicht mal mit irgendwas. Jetzt fahren wir auf eine kleine Insel. Hallo. Was ist mit der? Schläft die da? Ja, die schläft. Die war ja cool drauf, ey. Ich habe den Kopf noch gar nicht gesehen. Die hatte bestimmt Oropax in den Ja, Ohren die hatte und ihre Oropax. Schlafbrille. Ja, ja, stimmt. Ja gut, das müsste ich verstehen können. Ja, Ne? eben. Da ist man schon in seiner eigenen Welt. Morgen. Hallo. Morgen.
Du saust mir ein. So, es fängt an zu regnen. Die ersten Tropfen kommen. Anne hat noch keine Regenhose an. Mal schauen, wie es die nächsten Minuten sich entwickelt. Für 2-3 Minuten hat es dann richtig geregnet. Es kam dann aber passend eine Bushaltestelle. 5 Minuten später, wir sind hier in einem Bushäuschen. Scheint die Sonne schon wieder. Wir haben uns jetzt gerade einen Kaffee geholt und in der Zwischenzeit hat sich Anne die Hose angezogen, aber... Ich glaube, ich ziehe sie gerade wieder aus. Ja. Wir haben jetzt gerade festgestellt, dass hier eine Mitfahrerbank. Und das fanden wir jetzt ganz witzig. Das kann man dann hier auswählen, wohin man möchte. Man hat 4 Auswahlmöglichkeiten. Eichstätt, Oberes Dorf. So, wir fahren wieder weiter und steigen nochmal auf. Ja, jetzt habe ich ja noch eine Schichthose an. Jetzt Uah, guck. Jetzt kriegen wir ein paar Regentropfen ab. genau. Gut, dass ich die Hose doch angelassen habe. Da war gerade ein Schild, wir sind im Landkreis Eichstätt, wo die Inzidenz schon lange unter 100 ist. Jetzt geht auch wieder, glaube ich, Innengastronomie, ne? Meine ich auch, dass es hier schon wieder möglich war. Ja. Ja. Genau, und das ist nämlich auch das Stichwort. Es ist jetzt 11:50 Uhr, 52 Kilometer haben wir noch. 52 haben wir schon, 54 noch. Und dann versuchen wir mal im nächsten Ort irgendwann mal was zu essen bekommen. Wo wir jetzt gerade das zweite Teilchen gegessen haben. Ja, gut, vielleicht warten wir noch eine Stunde. Ja. Hier kommt jetzt wohl die Hammermühle. Da haben wir gerade gehört, dass der Zeltplatz wohl ziemlich voll sei. Ist ja jetzt das erste Wochenende, wo es wieder möglich ist. It's raining man. Nein, ich singe jetzt nicht weiter. Aber ich wollte mal die Regentropfen auf deiner Brille dokumentieren. Hi. Hallo. Hi. Hallo. So, Mario ist jetzt auch mit den Schuhüberziehern unterwegs. So. Alpe Adria Tag 2, 2.0. Ja, genau. Wenn das mal nicht geiles Wetter ist. Heute noch in Kombination mit Wind. Ja.
Wir können nur hoffen, dass es da, wo wir zelten, nicht so geregnet hat. Mittags waren wir dann beim Hirschenwirt und schon wurde das Wetter besser. Pause ist beendet. Ja, und kann man sich vorstellen, dass es vorhin noch geregnet hat? Nee, ne? Ja. Die Räder sehen heiß aus und genauso heiß geht es jetzt weiter. Wir haben es jetzt 14:10 Uhr und es sind noch 34 Kilometer bis zum Campingplatz in Kipfenberg. (1500) 1005 Kilometer. Die ersten 1000 Kilometer mit diesem Rad. Yeah! So, Kipfenberg 19,5. Und Anne? Schon Lust auf Zelten? Jetzt wieder mehr, ja. Okay, das ist gut. Ich auch. Wenn die Wolken dahin nicht kommen. Genau. Ja, so. Irgendwie vorne ist es so nicht. Hey ho, Anne. Hey, ho. Wie ist die Lage? Na? Deine Stimmung war schon mal besser. Was ist los? Ich kenne dich anders.
Du hast gerade den ruhigen Moment nach dem Regen, ja? Genau. Okay. Das ist okay. Wir machen gerade nochmal Soundtest, weil ich habe jetzt wieder mein Mikrofon dran. Anne? Soundtest, Soundtest. Gut. Wir sind jetzt 3,8 Kilometer vor dem Campingplatz, haben jetzt hier gerade noch so ein Waldstück mit rauf runter und dann sind wir gleich da. Ja, da geradeaus kann man schon den Campingplatz erkennen. Ist ja gut. Ich habe schon direkt Wasser mitgebracht. Ich wollte gerade sagen. Und er hat mir jetzt empfohlen, wegen den Rädern und Strom, da hinten, wo auch diese Sitzbänke schon waren, dahin zu gehen. Da ist auch ein Zeltplatz und da gibt es wohl eine Stromquelle und die hat er uns empfohlen. Die sollen wir gucken, ob die frei ist. Ja. Und wenn nicht, können wir uns überall anders versuchen. Inwiefern überall woanders? Ja, weil alles sind Standardstellplätze. Ja. Und wir haben freie Wahl. Wenn der Platz frei ist, kann man dahin. Also du kannst nicht im Vorhinein wählen, welchen du haben möchtest. Okay, dann gucken wir jetzt. Hier haben wir auch diese Bike Lodges. Die haben wir aber nicht gewählt, weil wir ja Strom brauchen. Aber für andere ist es bestimmt ganz interessant. Genau, also diesen Stromkasten hat er wohl gemeint. Und wie findest du es? Ja, ist gut. Ist okay, ne? Ja. Weil dann haben wir auch die Nähe zu den Bänken da hinten. Ja. In Sichtweite zum Zelt, zu den Fahrrädern. Ja. Da es ja heute wohl ein bisschen kälter wird, habe ich jetzt heute meinen neueren, wärmeren Schlafsack mit. Der bisherige hat immer ganz normal hier reingepasst, den konnte ich einfach reinschieben und da konnte noch ein bisschen zum Beispiel sowas wie Flipflops dazwischen. Der neue ist wesentlich größer, den habe ich jetzt aber komprimiert
Also eigentlich ist er im Vergleich zu dem bisherigen so groß, das kann ich hier mal einblenden. Das passt natürlich niemals hier rein. Also habe ich mir einen Kompressionssack gekauft. Das ist der mit 4 solchen Kompressionsgurten und dann kann ich den so eindampfen, dass er auch hier reinpasst. Er ist dann immer noch ein bisschen fummelig, ein bisschen nervig, aber es geht. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie der mir heute Nacht wärmende Dienste leistet. Das Zelt haben wir jetzt aufgebaut. Ich kann einmal kurz zeigen, wie es von innen aussieht. Na. So, hier schlafe ich, Anne da drüben in ihrem neuen Rucksack, Schlafsack. Die Räder haben wir schon wieder sauber gemacht, einigermaßen für morgen. Ja, dann laden wir hier alle verschiedenen Sachen, Handy, Kamera, Mikrofone, über diesen 5er Würfel mit dem 5 Meter Verlängerungskabel. Das geht dann hier in den Kasten rein, hier in den CEE-Adapter und die Nummer 12 haben wir. Genau. Ja, Strom war mit dabei bei diesem Standardplatz. Gut, ja, dann wird sich gleich geduscht und gekocht. Lecker war's. Wir mussten auch gar nicht nachwürzen und alles aufgegessen. Schön einfach. Nudeln mit rote Soße. Ja, gute Laune mach Essen. Also ich bin wirklich glücklich, weil ich habe jetzt das Stromkabel ins Zelt legen können. Hier alle Aufladestationen sind an, Zelt zu und wir machen jetzt unsere Runde über den Campingplatz. Ja, der Tag heute war natürlich echt krass mit dem Hin und Her. Nach dem ersten Regen haben wir gedacht, es wäre auf jeden Fall vorbei. Nein, es war noch nicht vorbei. Es kam noch mehr Regenschauer. Ja, und dann haben wir heute Abend jetzt aber wirklich Glück hier. Ja. Alles trocken. Ja, und Sonne. Campingplatz ist echt cool, denke ich. Ne? Ja, Oder sehr gut? groß. Ja. Sehr groß. Ja. Ja, groß und angenehm, würde ich sagen. Ja, sehr neue sanitäre Einrichtungen Stimmt, ja. oder generell auch das ganze Haus ist da, denke ich, richtig neu alles gemacht. Wir haben jetzt auch Glück gehabt mit dem Zelt und dem Strom und ja, das passt. Also hier ist jetzt noch die Zeltwiese, auf der anderen Seite gar nichts los, riesig. Und jetzt gehen wir den Weg zurück am Fluss entlang. Hier lassen wir jetzt den Rest des Tages ausklingen. Und wir sagen gute Nacht und bis morgen. Bis morgen. Ciao.